Wusstest du, dass das ständige Denken an jemanden nicht nur eine Obsession sein kann? Mach dich bereit für eine schockierende Offenbarung. Diese Fixierung könnte tiefe spirituelle Wurzeln haben, die alles, was du glaubst, in Frage stellen. Klingt kontrovers? Das ist es auch. In nur wenigen Minuten werden wir die verborgene Wahrheit hinter diesen mentalen und emotionalen Verbindungen aufdecken und dir eine gegenintuitive Perspektive bieten, die dein Leben schnell verändern könnte. Bist du neugierig, ob jemand heimlich auf eine Weise mit dir verbunden ist, die du dir nie vorgestellt hast? Dann bleib bis zum Ende dabei. Und vergiss nicht, unten einen Kommentar zu hinterlassen, deine Erfahrungen zu teilen und den Kanal zu abonnieren, um keine unserer nächsten Enthüllungen zu verpassen. Spirituelle und energetische Verbindungen sind tiefe Bande, die das physische Reich übersteigen und eine Verbindung schaffen, die über alltägliche Erfahrungen hinausgeht. Diese Bindungen können intensiv und unmittelbar gespürt werden und entstehen oft unerklärlich, selbst wenn das Treffen mit der Person nur kurz war. Die Idee ist, dass es etwas Tieferes und Uraltes gibt, das die Seelen verbindet, etwas, das der rationale Verstand oft nicht vollständig begreifen kann. Eine der bedeutendsten Formen spiritueller Verbindung ist die mit der Seelenfamilie. Dieses Konzept bezieht sich auf eine Gruppe von Seelen, die eine gemeinsame spirituelle Reise über mehrere Leben hinweg teilen. Mitglieder der Seelenfamilie erkennen sich sofort, selbst wenn sie sich in diesem Leben noch nie zuvor getroffen haben. Dieses unmittelbare Erkennen geht oft mit einem Gefühl von Komfort und Vertrautheit einher, als ob man einen alten Freund wieder trifft. Die Anwesenheit eines Mitglieds der Seelenfamilie kann ein Gefühl von Frieden und Sicherheit bringen, sowie ein tiefes gegenseitiges Verständnis, das die Worte übersteigt. Eine andere wichtige Art der spirituellen Verbindung ist die mit der Zwillingsflamme. Zwillingsflammen werden als zwei Hälften derselben Seele beschrieben, die sich getrennt haben und in verschiedenen Körpern inkarnieren. Wenn diese Hälften wieder aufeinandertreffen, gibt es eine unwiderstehliche Anziehung und ein Gefühl der Vollständigkeit. Die Beziehung zwischen Zwillingsflammen ist intensiv und transformativ, oft herausfordernd, da sie als tiefer Spiegel dient, der sowohl die Schatten als auch das Licht jedes Einzelnen reflektiert. Diese Beziehung kann ein bedeutendes spirituelles Wachstum katalysieren und beide Individuen dazu anspornen, die beste Version ihrer selbst zu werden. Abgesehen von den Verbindungen mit der Seelenfamilie und den Zwillingsflammen, kann das ständige Denken an jemanden auf eine energetische Projektion von Gedanken hinweisen. Dieses Phänomen tritt auf, wenn die Energie, die durch die Gedanken einer Person erzeugt wird, sich mit der einer anderen verbindet und eine unsichtbare Bindung schafft. Dies kann geschehen, wenn zwei Personen gleichzeitig aneinander denken, was zu einer Synchronizität der Gedanken führt. Diese energetische Überschneidung kann intensiv gespürt werden, wie eine Art spirituelle Telepathie, bei der Gefühle und Gedanken ohne Worte geteilt werden. Wenn du dein Leben transformieren und eine hohe Schwingung aufrechterhalten möchtest, ist der Leitfaden Die Macht des Quanten-Jetzt im Jetzt-Leben genau das Richtige für dich. Dieser Leitfaden bietet detaillierte und kraftvolle Praktiken, die du in deine tägliche Routine integrieren kannst, um deine Energie kontinuierlich zu erhöhen. Klicke auf den Link im fixierten Kommentar, um auf den Leitfaden zuzugreifen und noch heute deine Transformationsreise zu beginnen. Weiter geht's. Die energetische Projektion von Gedanken ist ein faszinierendes Phänomen, das auftritt, wenn unsere Gedanken und Emotionen eine unsichtbare Verbindung zu einer anderen Person herstellen. Diese Verbindung ist nicht nur ein Produkt der Vorstellungskraft, sie hat eine reale energetische Grundlage, die die beteiligten Individuen beeinflussen und berühren kann. Wenn wir intensiv an jemanden denken, senden wir in gewisser Weise Energie zu dieser Person und schaffen so ein Band, das die physische Distanz und die Begrenzungen der Zeit überwindet. Dieser Prozess kann mit Radiowellen verglichen werden. Wenn wir häufig an jemanden denken, senden wir energetische Signale aus, die von der anderen Person empfangen werden können, insbesondere wenn sie empfänglich oder sensibel für diese Art von Energie ist. Dieser energetische Austausch kann ein Gefühl gegenseitiger Präsenz schaffen, auch wenn man physisch getrennt ist. Zum Beispiel könnte es sein, dass du an einen entfernten Freund denkst und dieser plötzlich anruft oder eine Nachricht sendet, in der er erwähnt, dass er ebenfalls an dich gedacht hat. Diese Synchronizität ist keine bloße Zufälligkeit, sondern ein Spiegelbild der energetischen Projektion der Gedanken.
Die Intensität dieser energetischen Projektion kann je nach dem Grad der emotionalen und spirituellen Verbindung zwischen den Menschen variieren. Wenn eine tiefe und bedeutungsvolle Verbindung besteht, ist die projizierte Energie stärker und leichter wahrnehmbar. In Beziehungen, in denen Liebe, Freundschaft oder sogar intensive Konflikte herrschen, kann diese Energie besonders kraftvoll sein. Gedanken, die mit starken Emotionen geladen sind, seien sie positiv oder negativ, haben einen größeren energetischen Einfluss und können Barrieren durchbrechen, sodass sie die Zielperson mit größerer Kraft erreichen. Darüber hinaus kann die energetische Projektion von Gedanken unbewusst erfolgen. Oft sind wir uns nicht bewusst, dass wir diese energetischen Signale aussenden. Unser Unterbewusstsein arbeitet kontinuierlich, verarbeitet unsere Wünsche, Ängste und Gefühle. Und diese mentale Aktivität kann einen ständigen Fluss von Energie zu einer bestimmten Person erzeugen. Das könnte erklären, warum wir manchmal wiederholt an jemanden denken, ohne einen offensichtlichen Grund oder ohne es zu wollen. Es ist, als ob unser Unterbewusstsein versucht, etwas zu lösen oder auf einer tiefen und energetischen Ebene mit der anderen Person zu kommunizieren. Ein weiterer interessanter Aspekt der energetischen Projektion von Gedanken ist, dass sie reziprok sein kann. Wenn die andere Person auch an dich denkt, treffen sich die projizierten Energien beider und verstärken sich, wodurch die Verbindung noch stärker wird. Dieses Phänomen schafft eine Art energetischen Kreislauf, in dem die Gedanken und Gefühle des einen die des anderen nähren und eine Art Telepathie oder nonverbale Kommunikation entsteht. In sehr engen Beziehungen, wie zwischen Zwillingen, romantischen Partnern oder engen Freunden, kann diese energetische Reziprozität sehr stark und spürbar sein. Das Bewusstsein über die energetische Projektion von Gedanken ermöglicht es uns, unsere Energie besser zu kontrollieren und zu lenken. Wenn wir feststellen, dass wir ständig unerwünscht an jemanden denken, können wir energetische Schutzpraktiken anwenden, wie Meditation, Visualisierung von Schutzbarrieren oder sogar energetische Reinigungsrituale. Andererseits, wenn wir eine positive Verbindung stärken möchten, können wir bewusst Gedanken und Gefühle von Liebe, Heilung und Unterstützung senden, in dem Wissen, dass diese Energie von der anderen Person empfangen und gefühlt wird. Das ständige Denken an jemanden kann durch persönliches Interesse und Neugier motiviert sein, Aspekte, die natürlich und üblich in menschlichen Interaktionen sind. Wenn wir eine Person treffen, die unser Interesse weckt, sei es durch ihr Aussehen, Verhalten oder die Gespräche, die wir geführt haben, ist es normal, dass unsere Gedanken bei ihr verweilen. Dieses Interesse kann sich auf verschiedene Weisen manifestieren und wird durch diverse Faktoren angetrieben, die uns dazu bringen, mehr über diese Person erfahren zu wollen. Erstens kann die Faszination, die jemand auf uns ausübt, intellektuell sein. Wenn wir jemanden treffen, dessen Gespräch anregend ist, dessen Ideen mit unseren übereinstimmen oder der neue und interessante Perspektiven bietet, neigt unser Geist dazu, diese Interaktionen zu wiederholen. Diese intellektuelle Neugier führt uns dazu, über das Diskutierte nachzudenken, die Perspektive der anderen Person besser zu verstehen und häufig den Wunsch zu verspüren, weitere Gespräche zu führen, um das Verständnis zu vertiefen. Neben dem intellektuellen Aspekt spielt auch die physische und emotionale Anziehung eine entscheidende Rolle. Wenn wir eine romantische oder sexuelle Anziehung zu jemandem verspüren, kehren unsere Gedanken häufig zu dieser Person zurück, indem wir vergangene Momente wieder erleben oder zukünftige Begegnungen imaginieren. Diese Art von Fixierung ist ein natürlicher Teil der menschlichen Erfahrung, besonders in den Anfangsphasen einer Beziehung, wenn die Neuheit und Aufregung am intensivsten sind. Die emotionale und physische Chemie zwischen zwei Menschen kann mächtig sein, was zu einem ständigen Erinnern und Verlangen nach Nähe führt. Persönliches Interesse und Neugier können auch durch einzigartige oder prägende Erfahrungen mit der betreffenden Person motiviert sein. Ein besonders bedeutsames Treffen, ein aufschlussreiches Gespräch oder sogar ein ungelöster Konflikt können dazu führen, dass wir wiederholt an jemanden denken. Unser Geist versucht, diese Erfahrungen zu verarbeiten und zu verstehen, was sich in einer mentalen Fixierung niederschlagen kann. Wir wollen den Einfluss, den die Person auf uns hatte, besser verstehen, was diese Begegnungen bedeuten und wie sie in unser Leben passen. In einigen Fällen kann die Neugierde auf jemanden durch ein Rätsel oder Aspekte des Lebens dieser Person geweckt werden, die wir nicht vollständig verstehen. Wenn jemand rätselhaft erscheint oder Eigenschaften besitzt, die wir nicht entschlüsseln können, kann unser Wunsch, dieses Rätsel zu lösen, uns dazu bringen, ständig an diese Person zu denken.
Diese Art von Neugier wird oft durch das Bedürfnis nach kognitivem Abschluss genährt, den Wunsch, eine Situation oder Person vollständig zu verstehen. Schließlich werden persönliches Interesse und Neugierde stark von unseren eigenen Bedürfnissen und Wünschen beeinflusst. Manchmal kann das ständige Denken an jemanden eine Möglichkeit sein, eine Leere zu füllen oder etwas zu finden, das uns in unserem Leben fehlt. Es kann eine Suche nach Verbindung, Bestätigung, Liebe oder einfach nach etwas Neuem und Aufregendem sein. Unsere Gedanken spiegeln unsere tiefsten Sehnsüchte wider und die Fixierung auf jemanden kann ein Indikator für unsere eigenen emotionalen und psychologischen Bedürfnisse sein. Der Einfluss des Unterbewusstseins ist ein mächtiger und oft unterschätzter Aspekt des menschlichen Geistes, der erklären kann, warum wir ständig an jemanden denken. Das Unterbewusstsein arbeitet unterhalb der Bewusstseinsebene und verarbeitet Informationen, Emotionen und Erfahrungen kontinuierlich und automatisch. Wenn eine Person hartnäckig unsere Gedanken besetzt, spielt wahrscheinlich unser Unterbewusstsein eine bedeutende Rolle in diesem Prozess. Eine der Funktionen des Unterbewusstseins ist die Verwaltung von Emotionen und Erinnerungen. Wenn wir eine bedeutende Interaktion mit jemandem haben, registriert und verarbeitet das Unterbewusstsein diese Erfahrung auf eine Weise, die uns nicht vollständig bewusst ist. Es analysiert nicht nur die Ereignisse selbst, sondern auch die damit verbundenen Emotionen. Wenn die Interaktion emotional aufgeladen war, sei es positiv oder negativ, kann das Unterbewusstsein diese Person weiterhin in unseren Gedanken hervorbringen, um zu versuchen, diese Emotionen zu verstehen und zu verarbeiten. Das Unterbewusstsein ist auch stark an der Bildung von mentalen Gewohnheiten beteiligt. Wenn wir uns wiederholt dabei erwischen, an jemanden zu denken, könnte es sein, dass wir eine unterbewusste Gewohnheit entwickelt haben, uns auf diese Person zu konzentrieren. Dies kann durch verschiedene Faktoren genährt werden, wie das Bedürfnis, einen inneren Konflikt zu lösen, die Suche nach einer emotionalen Verbindung oder der Versuch, eine Situation zu verstehen, die diese Person betrifft. Das Unterbewusstsein wiederholt diese Gedanken in dem Versuch, eine Lösung oder einen Sinn für das zu finden, was wir fühlen. Eine weitere Art und Weise, wie das Unterbewusstsein unsere Gedanken beeinflusst, ist durch Träume. Während des Schlafes verarbeitet das Unterbewusstsein weiterhin unsere täglichen Erfahrungen, Wünsche und Ängste. Menschen, die tagsüber einen bedeutenden Platz in unseren Gedanken einnehmen, tauchen häufig in unseren Träumen auf. Diese Träume können Einblicke in unsere verborgenen Emotionen und Wünsche geben und Aspekte unserer Psyche offenbaren, die im Wachzustand nicht leicht zugänglich sind. Darüber hinaus wird das Unterbewusstsein durch Symbole und Archetypen beeinflusst, die tiefgreifende Bedeutungen tragen. Jemand, der ständig in unseren Gedanken auftaucht, könnte mit einem bestimmten Archetyp oder Symbol verbunden sein, das mit uns resoniert. Diese Person könnte beispielsweise Liebe, Sicherheit, Herausforderung oder eine andere Qualität repräsentieren, die wir suchen oder in unser Leben integrieren wollen. Das Unterbewusstsein nutzt diese symbolischen Figuren, um uns wichtige Botschaften über unser persönliches und emotionales Wachstum zu vermitteln. Der Einfluss des Unterbewusstseins ist nicht völlig passiv. Wir können bewusst mit unseren Denkmustern interagieren und sie beeinflussen. Techniken wie Meditation, geführte Visualisierungen und Therapie können helfen, die unterbewussten Gründe hinter den hartnäckigen Gedanken an jemanden zu enthüllen. Indem wir diese Gründe besser verstehen, können wir daran arbeiten, ungelöste emotionale Fragen zu klären und unsere Gedanken gezielter zu lenken. Darüber hinaus können Praktiken der Selbstfürsorge und Achtsamkeit helfen, den Einfluss des Unterbewusstseins zu moderieren. Durch die Kultivierung eines höheren Bewusstseins für unsere Gedanken und Emotionen können wir unterbewusste Muster erkennen, die unserem Wohlbefinden nicht dienen, und daran arbeiten, sie zu transformieren. Wenn wir beispielsweise feststellen, dass wir aufgrund von Angst vor Verlassenheit an jemanden fixiert sind, können wir uns darauf konzentrieren, unser Selbstwertgefühl und unser Gefühl der Sicherheit und Vollständigkeit zu stärken. Das Management mentaler und emotionaler Verbindungen ist entscheidend für unser psychologisches und spirituelles Wohlbefinden. Wenn wir ständig an jemanden denken, kann das Verstehen und Verwalten dieser Gedanken uns helfen, emotionales Gleichgewicht und geistige Gesundheit zu bewahren. Dieses Management umfasst das Erkennen der Herkunft der Gedanken, die Entscheidung, wie man mit ihnen umgeht, und die Umsetzung von Praktiken, die eine gesunde Beziehung zu sich selbst und anderen fördern.
Erstens ist es wichtig, die Herkunft der hartnäckigen Gedanken zu erkennen und zu verstehen. Fragen Sie sich, warum diese Person so viel Platz in Ihrem Geist einnimmt. Es könnte eine spirituelle Verbindung, eine energetische Projektion, ein persönliches Interesse oder eine unterbewusste Frage sein. Die Identifizierung der Herkunft hilft dabei, den besten Ansatz zur Bewältigung dieser Gedanken zu bestimmen. Wenn es beispielsweise eine spirituelle Verbindung ist, möchten Sie vielleicht diese Bindung erkunden und stärken. Wenn es sich um eine Sorge oder Angst handelt, benötigen Sie möglicherweise Strategien, um diese Emotionen zu lindern. Sobald die Herkunft identifiziert ist, können Sie entscheiden, wie Sie mit diesen Gedanken umgehen möchten. Wenn die Verbindung zu der Person positiv und vorteilhaft ist, können Sie sich entscheiden, diese Beziehung zu pflegen. Dies kann beinhalten, Zeit mit der Person zu verbringen, ihre Gefühle auszudrücken oder sogar spirituelle Beratung in Anspruch zu nehmen, um die Tiefe dieser Verbindung besser zu verstehen. Das Stärken einer gesunden Verbindung kann Freude, Unterstützung und persönliches Wachstum bringen. Andererseits, wenn die Gedanken unerwünscht oder störend sind, ist es wichtig, klare Grenzen zu setzen und Selbstfürsorge zu praktizieren. Techniken zum energetischen Schutz wie die Visualisierung von Schutzbarrieren können nützlich sein, um die Integrität Ihres Energiefeldes zu wahren. Darüber hinaus können Praktiken wie Meditation, tiefes Atmen und körperliche Betätigung helfen, die mit diesen Gedanken verbundene mentale und emotionale Spannung zu lösen. Eine wirksame Methode zur Verwaltung mentaler und emotionaler Verbindungen ist die Praxis der Achtsamkeit. Achtsamkeit beinhaltet das Bewusstsein für den gegenwärtigen Moment und das Beobachten ihrer Gedanken und Gefühle ohne Urteil. Durch die Praxis der Achtsamkeit können Sie sich der Momente bewusster werden, in denen Ihre Gedanken sich auf jemanden fixieren und bewusst entscheiden, Ihre Aufmerksamkeit umzulenken. Das bedeutet nicht, die Gedanken zu unterdrücken, sondern sie zu erkennen und vorbeiziehen zu lassen, ohne sich an sie zu klammern. Eine weitere nützliche Technik ist das therapeutische Schreiben. Das Schreiben über Ihre Gedanken und Gefühle kann helfen, Ihre Emotionen zu klären und Erfahrungen zu verarbeiten, die Sie mit dieser Person gemacht haben. Das Schreiben kann als sicherer Raum dienen, um auszudrücken, was Sie fühlen, ohne Angst vor Verurteilung. Darüber hinaus kann das Schreiben Muster und Einblicke offenbaren, die durch bloße mentale Reflexion nicht leicht sichtbar sind. Wenn die hartnäckigen Gedanken an jemanden mit ungelösten Fragen zusammenhängen, kann es hilfreich sein, die Hilfe eines Therapeuten oder Beraters in Anspruch zu nehmen. Ein Fachmann kann wertvolle Perspektiven und spezifische Techniken bieten, um diese Fragen zu verarbeiten und zu lösen. Therapien wie die kognitive Verhaltenstherapie, KVT, können besonders effektiv sein, um negative oder obsessive Denkmuster herauszufordern und zu verändern. Schließlich ist es essentiell, gesunde und ausgewogene Beziehungen zu pflegen, sowohl zu anderen als auch zu sich selbst. Selbstliebe und Selbstmitgefühl zu praktizieren, kann Ihre emotionale Resilienz stärken und Ihnen helfen, besser mit hartnäckigen Gedanken umzugehen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Beziehungen auf Gegenseitigkeit, Respekt und gegenseitiger Unterstützung basieren. Wir hoffen, dass Sie von den Enthüllungen über die spirituellen und emotionalen Verbindungen überrascht waren, die erklären, warum Sie ständig an jemanden denken. Wenn Ihnen dieser Inhalt gefallen hat, geben Sie einen Like und teilen Sie Ihre Erfahrung in den Kommentaren unten. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine unserer nächsten Videos zu verpassen, und aktivieren Sie die Glocke, um alle Benachrichtigungen zu erhalten. Bis zum nächsten Mal und vergessen Sie nicht, sich die anderen Videos anzusehen, die jetzt auf dem Bildschirm erscheinen. Vielen Dank fürs Zuschauen.